Hallo, ich bin Wulf von Borziskowski, Geschäftsführer der All3 Construction Germany GmbH und Host unseres Podcasts Der Konstruktivist bei All3. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge Dr. Simon Kemp von Periscope zu Gast zu haben und spannende Einblicke zu kriegen, wie entsteht aus Land später Wohnraum. Danke für euer Interesse und ich freue mich sehr auf eine spannende Folge. Ich freue mich sehr, Simon, Dr. Simon Kemp von Periscope, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Simon, vielleicht für unsere Zuschauer, Zuhörer, dass du ganz kurz einen Abriss gibst. Wer bist du? Was ist deine Vita und die Firma, die du vertrittst, Periscope, dass du uns ganz kurz einen Abriss gibst, was ihr macht. Ich habe die Periscope Partners, vormals D&E, mitgegründet und bin verantwortlich für einen der Sparten. Die Periscope Partners strukturiert sich in verschiedene Sparten. Wir haben das Thema Logistik, wo wir Bestand Logistikimmobilien erwerben, das Thema Senior Living. Und ich bin zuständig für das Thema Development. Und hier haben wir 4 verschiedene Eigenkapitalfonds, die sehr früh in der Wertschöpfung agieren, nämlich wenn die Grundstücke noch kein Planungsrecht haben. Ja. Damit man ein Gefühl bekommt für die Dimension, wir reden über 40 Quartiersentwicklungen, teilweise 100% gewerblich, Ja. teilweise wohnwirtschaftlich und alles dazwischen, also auch viele gemischte Quartiere. Ja. Okay, vorab herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ja gerade auf der Polis einen Award gewonnen und zwar für das Blautal Center in Ulm, ja, also ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und wir haben den ersten Preis gewonnen, auch nicht alleine, ja, zusammen mit dem JV-Partner der HLG und Maas & Partners Architekten aus Münster. Und warum haben wir das gewonnen? Weil das ist ein ehemaliges Shoppingcenter. Mhm. Ja, in den 90ern wurden ja sehr viele Shoppingcenter errichtet, in vielen deutschen Städten, auch B-Städten und C-Städten von den Größen. Und mit dem Onlinehandel braucht eigentlich keiner mehr so viel Verkaufsfläche. Und wir haben dann das Thema von einem geschlossenen Fonds erworben, das Shoppingcenter, und haben mit der Stadt vereinbart, dass wir das Shoppingcenter zurückbauen, die Tiefgarage erhalten, Ja. und dort drauf ein urbanes Quartier mit hauptsächlich Wohnen errichten. Ich glaube, ihr habt in Summe so ungefähr 5 Millionen Quadratmeter in Deutschland. Ticken weniger im Bestand, im Genau. Eigentum. Aber die Entwicklungszyklen für ein Quartier oder für ein Projekt sind ja irre lang. Vor allem, wenn ihr anfangt, lange vor Planrecht. Da reden wir schon über 8, 10, 12 Jahre, die ja auch in die Entwicklung geht und in die Vorfinanzierung geht. Die Einstellung, der Mut von Politikern, auch von Verwaltung, B-Pläne zu machen, Planungsrecht zu erwirken, der ist nicht immer vorhanden oder geht schnell verloren. Ja, und damit ziehen sich die Prozesse. Und das war vor 6, 7 Jahren noch anders. Wir haben letzte Woche, wurde ein sehr bekanntes, in Berlin auch bekanntes Quartier, das erste Baufeld wurde im Amtsblatt veröffentlicht, nämlich das Gleisdreieck, die urbane Mitte Süd. Ja. Wir sind später eingestiegen in die Struktur, ja, aber insgesamt hat es über 10 Jahre gedauert. Es ist Wahnsinn. Ich meine, du musst ja irre leidensfähig sein. Also entweder bist du masochistisch veranlagt oder du bist wirklich Berufsoptimist. Wenn ich mir überlege, 10 Jahre an einem Projekt zu arbeiten, weil da sind ja auch permanente wieder Investitionen fällig, die du tätigen musst. Also da reden wir wahrscheinlich über 8-stellige Summen, die in den 10 Jahren auflaufen. Man kommt ja immer wieder in neue Schleifen. Ja. Die haben Workshops gebildet mit den Bürgern. Alle wird man nie abholen. Aber eine große Mehrheit war dafür, auch vom Konzept etc. So. Und dann kommt man in diese Mühle rein, dann kommt man in Wahlzyklen rein. Ja. Und da auszubrechen, ist unheimlich kompliziert. Dann bekommt man eine neue Idee. Die neue Idee muss natürlich mit Gutachten wieder untermauert werden. Ja. Dann erhält man die ganzen Gutachten. Dann kommt wieder eine neue Idee. Ja. Und irgendwann sind die Bürger und vor allem die Nachbarn, die das mitgetragen haben, die sind gar nicht mehr da. Das heißt, man stellt etwas vor und diejenigen sagen, ja, Moment mal, ich wurde ja gar nicht gefragt. Wie kann das denn eigentlich sein? Doch, die wurden gefragt, aber vor 10 Jahren. Was mir jetzt gerade durch den Kopf schießt, also wenn du sagst, du hast hier Projekte Land auf, Land ab, die eben 8, 10, 12 Jahre dauern, da sind ja durchaus 2, 3 Wahlen dazwischen. Wenn du jetzt mal Vergleiche ziehst, Land auf, Land ab, gibt es Regionen, wo du sagst, okay, da ist es eher positiv Richtung Entwicklung, da wird eher unterstützt. Mein gefühlter Wert ist leider Berlin extremst schwierig. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung. In Berlin, finde ich, müssen wir ein bisschen differenzieren. Ja, ich meine, Berlin hat ja diese 2 Ebenen mit Landesebene und Bezirksebene. Ich muss schon sagen, was der Senat vorangebracht hat in dem Konzept, wo sie sich bewegen, ist eine Koalition. Ja. Und die Parteien haben ja unterschiedliche Strömungen, sowohl die CDU als auch die SPD, das darf man nicht ganz vergessen. Finde ich, haben die enorm schon viel vorangeschoben. Ne? Also wir haben ja jetzt, die Wahl steht ja wieder an im September, wie wir wissen.
Und die haben das schneller Bauen-Gesetz, man könnte auch sagen, schneller Genehmigen-Gesetz haben sie auf die Spur gebracht. Parallel zum Bauturbo haben sie gleich den Leitfaden rausgebracht, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, also dass man weiß, wie soll man den Bauturbo eigentlich interpretieren. Mhm. Und jetzt haben sie die dritte Initiative gemacht mit dem Einfacher Bauen. Ja, das ist auf Senatsebene, finde ich schon, im Rahmen der Möglichkeiten haben die wirklich sehr, sehr viel gemacht. Das Problem bei so einem in Berlin ist, dass es nicht dieser Wille, unbedingt Wohnungsraum zu schaffen, nicht auf allen Ebenen durchsickert. Es gibt ja das Thema, wenn Rot-Rot-Grün in Berlin gewählt werden sollte, dass ja eine Klage vom Verfassungsgericht vorbereitet wurde, Thematik Enteignung und alles, was damit zusammenhängt. Und da hast du mir mal so die Augen geöffnet, welche Auswirkungen das hätte bundesweit. Wenn du darüber reden möchtest, mich interessiert also das sehr Thema. gerne, weil ich glaube, man muss darüber reden. Ich glaube nur, und die Kunst wird es sein, außerhalb unserer Bubble sozusagen die Botschaft rüberzutragen, weil viele, die auch innerhalb unserer Branche nicht immer die Zusammenhänge erkennen. Also es geht um das Thema Vergesellschaftung oder ich sag mal Enteignung. Und was der Vorschlag ist, sie wollen ja vom Verkehrswert 60% kann praktisch der Eigentümer entschädigt werden. Das muss man natürlich sehen, ein Verkehrswert, das ist eine Stichtagsbetrachtung. Und die meisten Bestandsimmobilien in Deutschland sind finanziert. Die Banken refinanzieren sich wieder. Ja? Also das ist erstmal wichtig zu verstehen. Die Bank hat nicht das Geld irgendwo, sondern die Bank gibt einen Kredit aus, ja, und das ausgegebene Kredit holt sie sich woanders wieder her über eine Refinanzierung. Da gibt es in Deutschland eines der ältesten Instrumente und eines der sichersten Instrumente und damit eines der günstigsten Instrumente. Das ist der sogenannte Pfandbrief. Der Pfandbrief ist deswegen so sicher, weil er verschiedene Sicherheitsmechanismen eingebaut hat. Also er nimmt vom Verkehrswert, gehen wir erstmal auf den Beleihungswert, 80-90%, also da schon etwas drunter. Und dann davon nur 60% kann in den Pfandbrief gehen. Der berühmte Deckungsstock. Wir wissen alle, der Markt ist um 20-30% je nach Assetklasse eingebrochen. Ja. Das heißt, der neue Verkehrswert zum Stichtag heute, 2026, liegt schon mal vielleicht 30% drunter. Ja. Die 900 sind die alten 70 sozusagen. Und wenn ich jetzt davon 80-90% nehme und dann davon nochmal 60%, dann bin ich tief im Bereich vom Deckungsstock, der ursprünglich, wo man gesagt hat, super sicher, kann nichts passieren. Ja. Das heißt, die Pfandbrief, das günstige Refinanzierung, müssen jetzt sagen, eine Risikovorsorge tragen. Weil die sehen, okay, es kann ja passieren über eine Enteignung, dass die ganzen Abschläge gar nicht mehr sicher sind. Was macht eine Bank? Ja? Oder was macht der Kapitalmarkt? Das macht dicht. Bank, was macht der? Der macht Risikoaufschläge. Man könnte ja sagen, ja, Vergesellschaftung, lass mal die Berliner, das wird dann vielleicht einkassiert in ein paar Jahren, das bleibt in Berlin, das ist sozusagen contained in Berlin, ja. Aber so ist es nicht, weil da wird der Pfandbrief in Frage gestellt, ja, oder es gibt Risikoaufschläge, der Pfandbrief wird ja nicht nur in Berlin genommen, sondern der wird bundesweit und über alle Assetklassen. Wir haben ja jetzt schon die Schwierigkeiten, aufgrund der Grundstückspreise und der Baukosten und der ganzen Nebenkosten, die dazu ins Bauen zu kommen, ja, weil das entstandene Endprodukt eine solche niedrige Rendite erwirtschaftet, dass sich der Anleger, und zum Anleger sollten wir auch noch vielleicht ein, zwei Sätze verlieren, sagt sich, Moment mal, da investiere ich doch lieber in eine Staatsanleihe, kann ich jederzeit verkaufen, ist sicher, steckt der deutsche Staat dahinter, wenn der deutsche Staat umkippt, da haben wir sowieso ganz andere Probleme und. Und wenn jetzt die Refinanzierung noch teurer wird, damit wir die Finanzierung teurer, dann wird es noch schwieriger. Also auch für das Wohnungsproblem, also das hat so viele Effekte. Auch das ist häufig vielen Leuten in der Politik und in der Verwaltung nicht bewusst. Die denken immer, also wenn wir zum Beispiel ankommen, dass wir das Großkapital sind. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ja? Ich sage ja immer, wir vertreten eigentlich die Pensionsansprüche von ganz vielen unterschiedlichen Berufsgruppen. Von Ärzten, von Ingenieuren, von Krankenschwestern, Hebammen, alles ist dabei. Und davon ist sich, glaube ich, die Politik nicht bewusst, was das bedeutet. Wenn man die Planungsprozesse oder auch später Baugenehmigung oder das Bauen so teuer macht, ja, dann schadet man eigentlich der Rente oder den Versorgungsansprüchen von ganz vielen Leuten, die hart dafür gearbeitet haben. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Ja, die denken immer, das Geld kommt von oben, aber so ist es halt nicht. Es ist ein Kreislauf. Ja. Lass uns mal genau auf das Thema eingehen, weil das ist ja auch etwas, was wir in der westlichen Welt massiv beobachten. Bauen per se ist extrem unproduktiv. Hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Materialkosten, Baumaterialkosten sind seit Jahren nur in eine Richtung unterwegs. Das zweite Thema ist, dass Bauen extrem händisch ist. Das heißt, wir verlieren 1 Million Menschen in Deutschland bis 2035 aus der Baubranche. Dadurch ist die Produktivität, die ohnehin schon nicht da ist, noch weiter gefährdet und auch die Planbarkeit gefährdet. Was siehst du denn als mögliche Gegenmaßnahmen aus Developer-Sicht, um Projekte
zukünftig sicherzustellen, also auch im gewünschten Zeitrahmen sicherzustellen? Wir haben es ja in anderen Industrien gesehen, wie der Gastronomie, wenn die Leute einmal weg sind vom Bau, man bekommt die nicht wieder im Bau. Ja. Ja, und demografisch bin ich absolut bei dir. Das haben wir sowieso das Problem, wie in allen Branchen, unabhängig davon. Und die dann wieder zum Bau zu bekommen, das wird ganz, ganz schwierig. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja. Das fängt an, man könnte die Umsatzsteuer absenken für einen Zeitraum, verbinden mit gewissen Punkten. Könnte man sofort machen, könnte der Bund sofort machen. Der Staat könnte Bürgschaften ausreichen an Banken und sagen, okay, wenn ihr mehr Immobilien finanziert, 20% nehme ich die Bürgschaften, hier und da wird was ausfallen. Das würde nichts dem Staat kosten, aber es würde unheimlich viele Projekte wieder anschieben, ja, weil die Finanzierungskosten gesenkt werden und die Banken vielleicht etwas mehr auslegen. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, ja, wo man wirklich das Bauen incentivieren könnte, aber das ist alles viel zu langsam. Ja. Ich meine, mit dem Bauturbo, mit dem 246e ist der erste Schritt gemacht. Mit der Nominierung der Bauordnung soll der zweite kommen. Das sind alles richtige Schritte, aber die kommen 2, 3 Jahre zu spät. Und eigentlich muss komplementär die finanzielle Seite betrachtet werden. Und das kann man über Bürgschaften, über Senkung der Umsatzsteuer. Man könnte auch mal überlegen, muss man wirklich immer eine Objektförderung machen, will man nicht eine Subjektförderung machen und. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, eigentlich wieder ins Bauen zu kommen, aber momentan wird da anscheinend aus der Politik noch nicht die Notwendigkeit gesehen. Was genau meinst du mit Subjektförderung? Naja, also momentan ist es ja so, ich fördere ja wenn ich eine öffentliche Förderung nehme, ja, über die KfW, dann wird ja das Objekt oder die einzelne Wohnung gefördert. Man könnte ja auch einfach sagen, dass man dich, Wolf, je nachdem, in welcher Lebensphase du dich befindest, wir fördern dich, damit du den Wohnraum leisten kannst. Ja. Und irgendwann brauchst du vielleicht die Förderung nicht mehr. Also weißt du, du bist Student, wohnst in Berlin, ja, du gibst eine Einkommensteuererklärung ab, also okay, du bist förderwürdig, man bezuschusst dich, damit du da in der Wohnung bleiben kannst. Irgendwann bist du mal Berufsanfänger oder Geschäftsführer, verdienst genug Geld, dann brauchst du ja keine Förderung mehr. Und momentan bleibt es ja, die Förderung auf dem Objekt verbunden, aber eigentlich wäre es ja viel besser, man macht das zielgerichtet, wo es gebraucht wird. Interessanter Ansatz, ja. Habe ich so noch nicht betrachtet. Okay. Aber auch das ist ein altes Konzept, aber politisch ist man immer auf der Objektförderung, nicht auf der Subjektförderung. Wir haben neulich mal auf LinkedIn die Thematik ein bisschen erklärt. Wohnungen gewinnen Wahlen. Also wenn Wahlkampf ansteht, wird die Politik häufig um die Ecke kommen und sagen, ich verspreche Wohnraum in meiner Region XY. Problem ist nur, man kann es versprechen, man kann es auch anfangen umzusetzen, aber wir haben eingangs drüber gesprochen. Normalerweise ist die Projektentwicklung deutlich länger als ein Wahlzyklus. Es sei denn, man hat die Möglichkeit, deutlich schneller zu bauen. Und momentan bauen wir zu langsam, weil einfach alles zu händisch ist. Denke ich, ist wahrscheinlich auch deine normale Erfahrung. Jetzt hast du ja freundlicherweise gesagt, dass wir einen anderen Ansatz fahren. Unser Ansatz ist wirklich, dass wir sagen, wir wollen den Gesamtprojektzyklus um 50% verkürzen und auch die Thematik so weit zu entwickeln, dass wir sagen, hey, warum ist es ausgeschlossen, ein Mehrfamilienhaus in Wochen zu bauen? Wenn man es entsprechend vorelementiert. Wie ist so deine Einschätzung zu den Themen? Weil du bist jetzt lange unterwegs und hast doch schon viel gesehen. Und ich meine, die Politik treibt jetzt gerade seit Monaten wieder serielles und modulares Bauen. Alles toll. Ich meine da nichts negativ. Was ist deine Erfahrung? Was siehst du so am Markt? Also ich sehe, dass sehr viele einen Riesenmarkt sehen. Und da will ich auch nochmal eine Lanze brechen. Es gibt die unterschiedlichen Konzepte und alle haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung, weil alle sehen einen anderen Engel. Ihr seht zum Beispiel beim Personal, weil einfach die Demografie dagegen arbeiten wird, ja, und dadurch es schneller zu machen und kostengünstiger zu machen. Wenn ich seriell baue und ich passe nicht exakt in das Baufenster rein, dann verliere ich Masse. Und da kann ich noch günstiger sein, noch schneller sein. Wenn ich über den Lebenszyklus einer Immobilie 20, also wie lange ist es, 100 Jahre oder noch länger, ja. Sagen wir mal 100 Jahre, wie es in der Wertermittlung ist, zwischen 80 und 100 Jahre so eine Immobilie. Wenn ich dann 20% mehr weniger Fläche hat, das tut sehr weh. Das heißt, auch hier muss sozusagen auch nicht nur im Bau, dass man serielles fördert, sondern auch schon ganz vorne in der Wertschöpfung in den B-Plänen, im Planungsrechtsprozess, dass man das mit berücksichtigt. Das heißt Flexibilität. Ja, das ist so das, was ich der Bundesrepublik versuche zu predigen. Wir müssen flexibel sein, weil wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Wenn wir das zu starr machen, dann ist es vielleicht im heutigen Kontext das richtige Konzept. Das heißt aber nicht, dass das Konzept für morgen ist. Auch Thema Stellplätze.
Ja. Ja, Riesenthema. Ja, also ein Riesenkostentreiber, ja. Den wirst du auch nicht mit der Automatisierung nicht hinkriegen, soweit sind wir noch nicht. Wir wissen ja nicht, wie die Mobilität von morgen aussehen wird. Wir haben vielleicht schon eine Ahnung, ja. Also in anderen Ländern gibt es ja selbstfahrende Taxis. Ja, warum soll es bald nicht das auch hier bei uns in Deutschland und Europa geben? Ja, das heißt, ich lasse mich von meinem eigenen Auto absetzen, steige dann aus und das Auto fährt dann irgendwo hin auf einen Parkplatz in der Parkgarage. Ja, aber wenn ich es einmal unten gebaut habe, dann ist es da unten. Also auch da müssen wir noch sehr viele Denkmuster aufbrechen. Das heißt, für das serielle Bauen, damit es ein Erfolg wird, brauchen wir Flexibilität in den B-Plänen, weil sonst denken wir immer in der Zeit hinterher. Meine Sicht auf die Situation ist, uns fehlen 1,4 Millionen Wohnungen mindestens. Und wenn wir bis 2030, 2035 die Wohnung bauen müssen, müssten wir schon längst angefangen haben. Haben wir nicht. Wir brauchen so viele Ansätze wie möglich. Also konventionelles Bauen, serielles Bauen, modulares Bauen, um das überhaupt irgendwie zu erfüllen. Weil einer alleine wird die Welt nicht retten. Unser Ansatz ist ja, dass wir sagen, hey, wir brauchen keinen 90-Grad-Winkel. Durch einen 90-Grad-Winkel in deiner Logik im Bauen schießt du dich ja per se aus In super vielen Projekten raus. einfach raus, weil du bist auf spitzwinkligen Grundstücken. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir bauen individuell in Holz-Hybrid-Bauweise, also auch noch im Endeffekt sustainable bauen, mit Robotik auf der Baustelle, dann erfüllen wir ja eigentlich das Versprechen in die Zukunft. Das ist ja zumindest unser Ansatz. Du hast dich auch ein bisschen mit uns beschäftigt und dein Feedback hat mich ja gefreut. Wie siehst du das jetzt mit ein paar Wochen Versatz, seit wir das erste Mal gesprochen haben? Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, und wir müssen auch hinkommen, weil auch da, ich bin wieder immer beim Bankenfinanzierung, ohne Geld Ja. wird es nicht funktionieren, weil die schauen natürlich, okay, wie lange braucht ihr denn den Bau? Wenn man dann sagen kann, guck mal, wir haben ein Konzept, wo wir die Bauzeiten verkürzen und trotzdem es optimal ausnutzen, das hat einen unheimlichen Impact. Ja, ob ich jetzt 24 Monate Bauzeit habe oder 12 oder noch weniger. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie von All3. Deine 3 Wünsche an die Bauindustrie, um zum Beispiel schneller zu bauen. Was wären das aus deiner Sicht? Ehrlich gesagt, ich habe da nur nicht mal 3 Wünsche. Ja, was ich mir natürlich wünschen würde, wenn die Bauindustrie vielleicht auch mehr ins Risiko gehen würde. Ja, also mehr vielleicht, okay, wenn ich einen Bauauftrag bekomme, lege ich vielleicht etwas hin oder gebe mir Kostenmarge ab, ja, und nicht versuchen über Nachträge alles noch zu optimieren. Ja, also auch da mehr das partnerschaftlichere Verständnis zu haben, als jetzt zu sagen, ich gebe einen Preis ab und versuche das dann später über Nachträge wieder reinzuholen. Ja. Weil ich glaube, die Nachfrage ist ja immens. Ja. Ja, das heißt, man kann, glaube ich, über mehr Umsatz dann das doch mehr rausholen als über das einzelne Projekt. Aber ich glaube, da ist sich gewissen Innovationen nicht zu verwehren. Ja, sei es über das Thema KI der Prozesssteuerung, aber vielleicht auch auf dem Bau. Und da gibt es ja auch schon sehr viel. Also damit man nicht mehr den Rücken krumm machen muss, dass man so damit man die schweren Sachen einfacher tragen kann. Aber das kommt langsam. Ja. Das sind, glaube ich, die 2 wesentlichen. Also wenn du mir 3 Wünsche an die Politik oder so, hätte ich mehr. Hätte ich 30 Wünsche, ja. Ja, also mein wichtigster Wunsch wäre, den Unternehmer oder den Antragsteller als Partner zu sehen. Ja, nicht als Gegner, ja, sondern wirklich als Partner. Jeder hat seine Agenda, jeder will was erreichen. Aber wie gesagt, die müssen nicht im Konflikt stehen. Also wirklich mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander. Mehr zu zeigen, wie könnte man es machen, auch mit den ganzen Regeln. Und ich habe dafür auch Verständnis, es ist so kompliziert geworden. Ja, aber vielleicht den Weg aufzuzeigen, ja, wir wollen doch beide das Gleiche. Hier ist der Weg, versuch dich doch da lang zu gehen. Ja, weil ich sage ja immer, wie es nicht geht, weiß ich selber. Ja. Über Wahlzyklen hinweg zu denken, ja, eigentlich für das, was man eigentlich gewählt wurde, oder auch Politik wie Verwaltung, für das man bezahlt wird, man ist für den Bürger da. Und auch ein Unternehmer, sei es ein Baukonzern oder ein Bauunternehmer, sei es ein Projektentwickler, er ist ein Bürger am Ende des Tages. Ja. Und eigentlich sollte es für da sein. Momentan haben wir ein umgekehrtes Verhältnis. Das heißt, man Bittsteller. Ja. Und in den USA ist das anders. Also nicht überall, ja, aber es gibt in den USA, wenn man als Entwickler was schaffen wird, dann wird man sagen, okay, wie können wir es denn möglich machen? Das brauchen wir wieder. Was bei uns fehlt in der ganzen Debatte, mir fehlt es sozusagen als Projektentwickler im Prozess, im Partizipationsprozess. Wir haben keine Stimme für die Wohnungssuchenden. Es gibt niemanden, der sich um die Wohnungssuchenden kümmert. Also im B-Plan-Verfahren hat die Zauneidechse mehr zu sagen. Hat der Nachbar, der schon eine Wohnung hat, mehr zu sagen, als derjenige, der eine Wohnung sucht. Jeder befindet sich in einer Phase, wo eine Wohnung. Und die haben keine Stimme, die haben keine Lobby.
diese Frustration, und die kanalisiert sich dann wie so Themen deutschewohnenteignen.com. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein großen Teil der Leute, die für Deutsche Wohnen enteignen sind, für Vergesellschaftung sind, der Frust ist, weil sie keine Wohnung haben, weil sie keine Mobilität haben. Es gibt noch kein Format dafür, was ich sehr traurig finde, weil ich glaube, das wird mal zeigen, was die Leute sich eigentlich wünschen. Es ist ein sehr emotionales Schlusswort, aber ich gebe dir auch da recht. Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Hat mich sehr gefreut, dass du der Einladung gefolgt bist und hier bei unserem Podcast, der Konstruktivist bei All3, teilgenommen hast. Ich lade dich auch gerne ein, in ein paar Monaten vielleicht eine nächste Folge zu machen und mal gucken, welche Wünsche die Industrie, die Politik oder vielleicht sogar wir als All3 erfüllen konnten. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir ein schönes Wochenende mit deiner Familie. Du hast ja einen kurzen Weg. Vielen Dank, immer gerne. Danke.